Hallo und willkommen in meiner Schmiede. In Warhammer The Old World gibt es für Chaos berittene Houseguards in der Armeeliste Wolves of the Sea. Das sind im Grunde genommen sowas wie schwere Chaos-Barbarenreiter. Die Idee zu dem Umbau, den ich heute mache, habe ich von Windolfs Mordheim-Kanal übernommen, denn er hatte in unserer WhatsApp-Gruppe ein paar Umbauten geteilt und die haben mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, die möchte ich auch haben. Als Grundlage dienen natürlich die Chaos-Barbarenreiter der 8. Edition, die jetzt neu aufgelegt wurden. Von denen hatte ich noch einige im Berg der Möglichkeiten und die kommen jetzt unters Messer. Die neuen Barbarenreiter der Finsterschwurbox habe ich auch, aber weil die so komplett in Einzelteilen sind, werde ich die nicht für Houseguards verwenden. Oder vielleicht später irgendwann mal. Fangen wir also an. Es geht erstmal damit los, dass ich dem Chaos-Barbarenreiter, oder besser gesagt den Chaos-Barbarenreitern, die Oberkörper absäge. Die werden nicht mehr gebraucht, weil die Houseguards ja hochrangige Krieger sind und deswegen bekommen sie Kürasse von Chaosrittern. Das soll einfach unterstreichen, welchen Status sie in der Streitmacht haben, eben als engste Gefährten des Kriegsherrn. Mit dem Messer entferne ich Sägereste und glätte die Sägeflächen etwas, wenn nötig. Sind die Oberkörper dann abgetrennt, kommen die erstmal auf die Seite bzw. die Oberkörper wandern in den Müll und die Beine liegen auf der Seite, denn auf die kommen ja die Brustpanzer drauf. An den Brustpanzern ist jetzt auch kein großes Hexenwerk dabei, die werden aus dem Gussrahmen herausgetrennt und dann zusammengeklebt. Dann muss der Kleber aushärten und wir wenden uns so lange anderen Dingen zu. Eine Sache, die mich an Kommandoeinheiten bei GW immer etwas gestört hat und zum Teil auch immer noch so ist, dass Musiker und Standartenträger das Banner bzw. das Instrument in der rechten Hand halten. Also brauchen wir neue Arme für Musiker und Bannerträger. Das Banner geht am leichtesten, deshalb kommt es zuerst dran. Hierzu trenne ich dem linken Arm des Barbarenhäuptlings die Axt ab. Anschließend noch die Bannerstange eines Chaos-Barbaren. Der Rest geht jetzt sehr schnell. Mit einem 0,5 mm Bohrer bohre ich Löcher für Messingstifte, um die Teile miteinander zu verbinden. Was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass es am geschicktesten ist, 2 Löcher zu bohren. Der Grund dafür ist, dass man mehr Möglichkeiten hat, Schrägstellungen durch Biegen der Drähte auszugleichen. Gerade bei Bannerstangen fällt es sehr schnell auf, wenn die Löcher schief durch die Hand gebohrt wurden und dann hat man ein wirkliches Problem zum Teil. Aber hier bohren wir ja 2 Löcher. Danach wird dann die Bannerstange mit Löchern versehen und alle Teile zusammengeklebt. Das Schwert für den Bannerträger wird auf ähnliche Weise hergestellt. Die Klinge des Barbarenschwertes wird abgetrennt. Und dann durch das Haumesser eines Tiermenschen ersetzt. Durch diesen einfachen Umbau hat man gleich eine andere Waffe und der Bannerträger ist ausgerüstet. Auch der Musiker bekommt das Horn in die linke, damit er auch morgen noch mit der rechten kräftig zuschlagen kann. Der neue Arm ist der Arm des Tiermenschen, der gerade sein Haumesser geopfert hat. Zuerst wird der Arm etwas in Form geschnitzt, weil auch Chaos-Barbaren haben nicht so haarige Arme. Als nächstes wird das Mundstück angebracht, wie immer mit Messingstiften, einfach nur weil es so besser hält.
Das Horn wird ebenfalls abgetrennt und dann befestigt, womit auch die Teile für den Musiker fertig sind. Der Häuptling bekommt einfach nur ein neues Schwert. Dazu opfert ein Chaoskrieger seine Hände, die dann an die Arme des Barbaren geklebt werden. Das Schwert und die Halbkugeln an der Kriegerhand werden abgetrennt. Danach prüfe ich, wie weit ich die Hand des Barbaren abtrennen muss, damit die Länge mit dem Handschuh des Chaoskriegers zusammenpasst. Das neue Schwert kommt von einem gedruckten Zerfleischer und wird dann wie üblich mit Messingstiften an der Hand befestigt. Und damit sind die Huskarls ausgerüstet und bereit für den Kampf. Ich habe dann ein bisschen am Ende die Kontrolle über das verloren, was ich gemacht habe, weil ich zum einen darstellen wollte, dass die Huskarls höherrangige Krieger sind und mir außerdem dachte, dass sie als Plünderer, auch wenn sie zur See fahren, sicherlich Satteltaschen und Bettrollen dabei haben, wenn sie längere Zeit an Land sind. Also wurde das immer mehr und dann hatte der Häuptling plötzlich andere Hörner am Helm und auch andere Waffen waren bei allen Modellen zu finden. Bemalt werden die Modelle dann in einem anderen Video und in dem wird dann auch der Hintergrund meiner Chaos-Armee erzählt werden. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und wenn es das getan hat, dann lasst mir einen Like oder Kommentar da, teilt das Video, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt und bis bald in meiner Schmiede.